Das I Ching, auch bekannt als das Buch der Wandlungen oder I Ching, ist einer der ältesten und bedeutendsten klassischen chinesischen Texte. Es ist nicht nur ein bedeutendes Werk der chinesischen Philosophie und Literatur, sondern auch ein Werkzeug der Wahrsagung und spirituellen Weisheit. In diesem Video wird die Geschichte, Struktur, Methode und Bedeutung des I Ching untersucht und seine faszinierende Ähnlichkeit mit dem modernen Binärcode beleuchtet. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einer Seite, die euch hilft, das I Ching selbst auszuprobieren. Das I Ching, auch bekannt als das Buch der Wandlungen oder I Ching, hat eine lange und komplexe Entstehungsgeschichte, die tief in die frühen Wurzeln der chinesischen Kultur und Philosophie zurückreicht. Seine Ursprünge lassen sich bis ins 2. Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen, in die Zeit der frühen Zhou-Dynastie, circa 1046 bis 256 vor Christus. Dieses bedeutende Werk wurde über Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Autoren und Kommentatoren erweitert und bearbeitet, was seine Tiefe und Vielseitigkeit ausmacht. Die ersten Formen des I Ching sind wahrscheinlich aus den Wahrsagepraktiken der Shang-Dynastie circa 1600 bis 1046 vor Christus entstanden. In dieser Zeit wurden Orakeltechniken wie die Pyromantie, bei der Risse in Knochen oder Schildkrötenpanzern als Antwort auf gestellte Fragen interpretiert wurden, praktiziert. Diese Praktiken könnten als Vorläufer der Hexagramme des I Ching gesehen werden. Die bedeutendste Phase in der Entwicklung des I Ching fand während der Zhou-Dynastie statt. König Wen von Zhou, der Begründer der Zhou-Dynastie, wird die grundlegende Struktur der Hexagramme zugeschrieben. In der Überlieferung wird erzählt, dass König Wen während seiner Gefangenschaft durch den letzten Herrscher der Shang-Dynastie die Hexagramme entwickelte. Er ordnete die Hexagramme neu und fügte den sogenannten Tuan hinzu, die die Bedeutung jedes Hexagramms erklären sollten. Der Sohn von König Wen, der Herzog von Zhou, ergänzte diese Arbeit durch die Hinzufügung der Linienkommentare. Diese Kommentare bieten detaillierte Interpretationen der einzelnen Linien innerhalb jedes Hexagramms, was die Komplexität und Tiefe des I Ching erheblich erweiterte. Im 5. Jahrhundert vor Christus spielte Konfuzius, der berühmte chinesische Philosoph, eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung des I Ching. Konfuzius selbst war von dem Werk fasziniert und verbrachte viel Zeit damit, es zu studieren und zu kommentieren. Seine Kommentare, bekannt als die 10 Flügel, integrierten seine philosophischen Überzeugungen und machten das I Ching zu einem zentralen Text der konfuzianischen Lehre. Die 10 Flügel sind eine Sammlung von 10 Kommentaren, die verschiedene Aspekte des I Ching erläutern und interpretieren, darunter die Bedeutung der Hexagramme, die Struktur der Texte und die philosophischen Grundlagen. Nach Konfuzius wurde das I Ching weiter studiert und kommentiert, und viele Gelehrte trugen zur Vertiefung und Erweiterung des Textes bei. Während der Han-Dynastie 206 vor Christus bis 220 nach Christus wurde das I Ching zu einem der 5 klassischen Texte des Konfuzianismus erklärt, was seine Bedeutung in der chinesischen Kultur und Bildung weiter festigte. In den folgenden Jahrhunderten wurde das I Ching in verschiedenen philosophischen Schulen und religiösen Traditionen Chinas, wie dem Daoismus und dem Buddhismus, integriert und weiter interpretiert. Jede dieser Traditionen brachte ihre eigene Perspektive und Interpretation in den Text ein, was zu einer reichen Vielfalt an Kommentaren und Interpretationen führte. Im 17. Jahrhundert begann das I Ching, westliche Gelehrte zu interessieren. Der deutsche Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz war einer der ersten, der die Parallelen zwischen dem dualen System des I Ching und seinem eigenen Binärcode erkannte. Diese Entdeckung führte zu einem anhaltenden Interesse an dem Werk in der westlichen Welt. Im 20. Jahrhundert zeigte der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung großes Interesse am I Ching und betrachtete es als Werkzeug zur Erforschung des Unbewussten und der Synchronizität. Jung schrieb ein Vorwort zur ersten englischen Übersetzung des I Ching, die von Richard Wilhelm erstellt wurde, und trug so dazu bei, das Werk einem breiteren westlichen Publikum bekannt zu machen. Das I Ching besteht aus 64 Hexagrammen, die jeweils aus 6 durchgehenden oder unterbrochenen Linien bestehen. Jede Linie kann entweder Yang durchgehend oder Yin unterbrochen sein.
Diese Hexagramme sind die grundlegenden Bausteine des I Ching und repräsentieren verschiedene Zustände und Entwicklungen des Lebens. Jedes Hexagramm hat ein spezifisches Bedeutungsfeld und wird durch ein Orakel interpretiert. Zu jedem Hexagramm gibt es einen kurzen Text, der aus verschiedenen Teilen besteht. Das Urteil, eine generelle Aussage über die Bedeutung des Hexagramms. Das Bild, eine metaphorische oder symbolische Interpretation des Hexagramms. Linienkommentare, eine detaillierte Interpretation der einzelnen Linien des Hexagramms. Das I Ching wird traditionell als Orakel verwendet, um Einsicht in zukünftige Ereignisse oder Entscheidungen zu gewinnen. Es gibt verschiedene Methoden, ein Hexagramm zu erzeugen, die bekanntesten sind die Münzmethode und die Stabmethode. Jedes der 64 Hexagramme hat eine spezifische Nummer. Anhand der Kombination der Linien können Sie die Nummer des Hexagramms bestimmen. Es gibt Tabellen und Diagramme, die Ihnen helfen können, das Hexagramm zu identifizieren. Suchen Sie das entsprechende Hexagramm im Text des I Ching auf. Lesen Sie die Abschnitte Das Urteil, das Bild und die Linienkommentare, um Einsicht in die Antwort auf Ihre Frage zu gewinnen. Das I Ching hat nicht nur einen tiefen Einfluss auf die chinesische Kultur und Philosophie ausgeübt, sondern auch auf westliche Denker. Carl Gustav Jung, der berühmte Schweizer Psychologe, zeigte großes Interesse am I Ching und betrachtete es als Werkzeug für das Unbewusste und die Synchronizität. Die Philosophie des I Ching basiert auf den Prinzipien des Wandels und der Balance zwischen Yin und Yang. Es lehrt, dass das Leben ständigem Wandel unterworfen ist und dass Weisheit darin besteht, diesen Wandel zu erkennen und sich harmonisch anzupassen. Das I Ching lässt sich in gewisser Weise mit dem Binärcode vergleichen, insbesondere durch seine Verwendung von dualen Systemen und die Struktur der Hexagramme. Der deutsche Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der den Binärcode entwickelte, war von der Ähnlichkeit zwischen dem I Ching und seinem dualen Zahlensystem fasziniert. Er sah in den Yin- und Yang-Linien eine frühe Form des Binärcodes. Leibniz erkannte, dass die 64 Hexagramme des I Ching eine direkte Parallele zu den 64 möglichen Kombinationen von 6 Bits im Binärsystem darstellen. Im I Ching bestehen die Hexagramme aus Yin unterbrochenen und Yang durchgehenden Linien. Diese beiden Prinzipien repräsentieren Dualität und Gegensätze, ähnlich wie die 0 und 1 im Binärcode. Yin und Yang symbolisieren verschiedene Qualitäten und Zustände. Beispielsweise Dunkelheit und Licht, Weiblichkeit und Männlichkeit, während 0 und 1 im Binärcode unterschiedliche Zustände in der digitalen Logik repräsentieren, zum Beispiel aus und ein, falsch und wahr. Ein Hexagramm im I Ching besteht aus 6 Linien, die entweder Yin oder Yang sein können. Dies ergibt 64 mögliche Kombinationen, was den 64 Hexagrammen entspricht. Im Binärcode können 6 Bits Binärstellen ebenfalls 64 verschiedene Werte darstellen. Die Methode, Hexagramme zu generieren, kann als eine Form der Kombinatorik betrachtet werden, ähnlich wie die Erzeugung von Binärzahlen durch Kombination von Nullen und Einsen. Jedes Hexagramm kann als eine spezifische Kombination von Yin- und Yang-Linien betrachtet werden, genauso wie eine Binärzahl als eine spezifische Kombination von 0 und 1 dargestellt wird. Sowohl das I Ching als auch der Binärcode basieren auf grundlegenden mathematischen Prinzipien der Dualität und Permutation. Die Darstellung von Hexagrammen als Binärzahlen macht es möglich, mathematische und logische Operationen auf sie anzuwenden, was in der Informatik von grundlegender Bedeutung ist. Angesichts dieser Ähnlichkeiten könnte man spekulieren, dass das I Ching vor langer Zeit entwickelt wurde, um in der Zukunft als Kommunikationsmittel zu dienen. Vielleicht erkannten die Weisen der Antike die fundamentalen Prinzipien der Dualität und schufen das I Ching als eine universelle Sprache, die über die Jahrtausende hinweg Bestand haben würde. Diese hypothetische Verbindung zwischen dem I Ching und dem Binärcode könnte darauf hindeuten, dass das I Ching nicht nur ein Werkzeug zur Divination und philosophischen Reflexion ist, sondern auch eine frühe Form der Informationsspeicherung und Übermittlung. In der modernen Technologie wird der Binärcode zur Informationsverarbeitung und Speicherung verwendet. Obwohl das I Ching traditionell zur Wahrsagung und philosophischen Reflexion genutzt wird,
kann seine Struktur dennoch als frühes Beispiel für die Anwendung dualer Systeme betrachtet werden. Das I Ching und der Binärcode basieren beide auf einem dualen System, das durch Kombination und Permutation von zwei Grundelementen Yin und Yang bzw. 0 und 1 eine Vielzahl von Zuständen und Informationen darstellen kann. Die Struktur der Hexagramme des I Ching lässt sich daher als eine frühe Form der binären Darstellung interpretieren, die von Leibniz anerkannt und in die Entwicklung der modernen Mathematik und Informatik einbezogen wurde. Diese Parallelen werfen die faszinierende Spekulation auf, dass das I Ching möglicherweise entwickelt wurde, um als universelles Kommunikationsmittel zu dienen, das die Zeit überdauern könnte. Die Münzmethode ist eine einfache und weit verbreitete Technik zur Erstellung von Hexagrammen im I Ching. Die Methode ist unkompliziert und ermöglicht es dir, auf intuitive Weise Einsichten und Ratschläge aus dem I Ching zu erhalten. Zuerst brauchst du 3 Münzen, idealerweise solche, bei denen Kopf und Zahl deutlich zu unterscheiden sind. Traditionell verwendet man chinesische Münzen mit einem Loch in der Mitte, aber jede Art von Münze ist geeignet. Finde dir einen ruhigen Ort, um dich gut konzentrieren zu können, und entspanne dich vorher ein wenig, damit dein Geist klar ist. Formuliere eine präzise Frage, die du dem I Ching stellen möchtest, da die Qualität der Antwort oft von der Klarheit der Frage abhängt. Halte die 3 Münzen in deiner Hand, konzentriere dich auf deine Frage, schüttle die Münzen und wirf sie auf eine flache Oberfläche. Zähle nun die Anzahl der Köpfe und Zahlen, die die Münzen zeigen. Wenn alle 3 Münzen Kopf zeigen, ergibt das eine alte Yang-Linie, die durchgehend ist und Stabilität symbolisiert. Notiere dies als 9 Yang. Wenn 2 Münzen Kopf und eine Zahl zeigen, erhältst du eine junge Yin-Linie, die unterbrochen ist und eine Phase des Wandels anzeigt. Diese Linie wird als 8 Yin notiert. Wenn 2 Münzen Zahl und eine Münze Kopf zeigen, ergibt das eine junge Yang-Linie, die durchgehend ist und Wachstum darstellt. Diese Linie wird als 7 Yang notiert. Wenn alle 3 Münzen Zahl zeigen, erhältst du eine alte Yin-Linie, die unterbrochen ist, aber die Möglichkeit hat, sich später in eine durchgehende Yang-Linie zu verwandeln. Diese Linie wird als 6 Yin markiert. Wiederhole diesen Münzwurf insgesamt 6 Mal, um alle 6 Linien deines Hexagramms von unten nach oben zu bestimmen und jede Linie entsprechend den Ergebnissen aufzuzeichnen. Am Ende erhältst du ein vollständiges Hexagramm aus 6 Linien. Suche dieses Hexagramm im I Ching und lese die Interpretationen, um Einsichten und Klarheit zu gewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass ich hier nur einen Überblick über die Münzmethode und die grundlegenden Interpretationen geben kann. Die umfassende Bedeutung und die feinen Nuancen jedes Hexagramms erfordern eine tiefere Auseinandersetzung mit dem I Ching. Die kurzen Beispiele, die ich hier beschreibe, dienen lediglich dazu, dir einen ersten Einblick zu vermitteln. Um das Orakel vollständig zu verstehen und seine Weisheit richtig zu nutzen, ist es ratsam, sich eingehender mit dem I Ching zu beschäftigen und seine verschiedenen Aspekte zu studieren. Die Komplexität und Tiefe des I Ching entfalten sich erst durch eine detaillierte und reflektierte Beschäftigung mit dem Text und seinen Interpretationen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch einen ersten Eindruck vom I Ching verschaffen. Ganz besonders faszinierend finde ich die Verbindung zu unserem modernen Binärcode. Habt ihr Erfahrungen mit dem I Ching gemacht? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine meiner zukünftigen Videos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.